Mein Name ist Henry Oliver. Ich bin 48 Jahre alt. 19 Jahre davon habe ich im Gefängnis verbracht, weil ich einen Menschen getötet habe und einen schwer verletzt. Hallo Henry. Christina Beise möchte wissen, was machte dich zu einem Mörder? Ein langer Weg machte mich dazu. Es fing dann auch an, dass ich mit 13, 14 die ersten Schlägereien auf der Straße hatte. Es steigert auch sehr massiv. Es steigerte sich mit 16, dass ich ein Messer schon benutzt habe, ein Butterfly-Messer, dafür trainiert habe, damit relativ gut umzugehen, bis hin zu Baseballkeulen. Diese Gewalt habe ich ausgeübt, wenn ich das Gefühl habe, ich wurde beleidigt. Es geht ja ganz häufig auch beim Anrempeln. Der guckt mich falsch an, solche Sachen. Aber es war auch ein Teil des Geschäfts. Ich habe Straftaten begangen, vom Einbruch, viel Hehlerei, Drogenhandel, also eigentlich alles. Und um da sich wenn man von Respekt überhaupt sprechen kann, übt man Gewalt aus. Und das endete, dass ich so mit 19 eine Schusswaffe hatte. Hatte dann auch schon relativ früh die erste Schießerei. Ja, und dann steigerte es sich immer weiter und ich habe mit vielen Leuten krumme Geschäfte gemacht. Und wenn ich das Gefühl habe, ich wurde nicht respektiert, habe ich darauf mit Gewalt geantwortet. Und irgendwann war das so, dass ich mit den beiden einen Streit hatte, beziehungsweise mit einem. Und weil der andere sein Partner war, war es für mich egal. Es ist eine Partei gewesen. Habe dann so noch versucht zu erklären, dass es besser ist, dass sie sich entschuldigen. Das war, glaube ich, irgendwie eine Beleidigung, wo ich so gekränkt war, dass ich das nicht tolerieren konnte. Ja. Wenn man kriminell ist, geht es immer ums Geld und um gekränkt sein. Das Problem war aber, die wussten nicht, welches Gewaltpotenzial, weil ich damit ja auch nicht geprahlt habe. Aber im Grunde genommen war da schon für mich klar, das kann ich so nicht dulden, um dann auch nicht das Gesicht vor anderen Verbrechern vielleicht zu verlieren. Und ja, es steigerte sich, das war irgendwie im Sommer und Ende des Sommers, also ich glaube im Juni, Juli war das und im August habe ich dann die Tat, also ich habe die dann hergelockt und sofort auf sie geschossen. 2 Schüsse, pro Person 1 Schuss. Und auch voll mit der Absicht, sie zu töten. Und glücklicherweise hat einer überlebt. Haben die dich kommen sehen oder war das von hinten? Es war von hinten. Party Flame fragt, war der Mord strukturiert geplant? Ja, er war strukturiert und auch geplant, der Mord. Also ich habe den über Wochen geplant und auch wieder nicht geplant. Ich bin aus dem Kreislauf, den ich drin war, psychologisch heißt das, so die Verzerrung, bin ich einfach nicht mehr rausgekommen und ja, habe das eigentlich geplant, ja. Und wie wurdest du erwischt? Erwischt wurde ich, weil glücklicherweise einer überlebt hat. Und der überlebt hat, hat dann gesagt, dass ich es war. Und dadurch bin ich endlich verhaftet worden. Erik möchte wissen, wie fühlt es sich an, einem Menschen das Leben zu nehmen? So wie ich damals war, bin ich heute nicht mehr. Damals war es mir relativ egal, ob ich jemanden verletze oder auch töte. Heute kann ich es selber nicht verstehen. Es ekelt mich manchmal auch an. Ich weiß, dass ich das alles getan habe, aber ich kann das nicht verbinden mit den Gefühlen, die ich heute habe. Und deswegen fühlt sich das ziemlich scheiße an. Jana Schindelbeck möchte wissen, welche Gedanken hattest du im Moment direkt nach der Tat? Das weiß ich nicht mehr. Ich bin einfach, glaube ich, nach Hause gegangen. Weißt du noch, was du gemacht hast zu Hause? Ich bin abends noch essen gegangen mit Bekannten. Und keiner hat das gemerkt, was ich gerade getan habe. Mrs. Best möchte wissen, hättest du je gedacht, dass du in der Lage wärst, einem Menschen das Leben zu nehmen? Nein. Als Jugendlicher, wo ich viele Schlägereien hatte oder auch körperliche Auseinandersetzungen, auch schon mit Messern oder auch mit Baseballkeulen, hätte ich so weit nie gedacht, nein. Der Paul möchte wissen, wie sind deine Familie und Freunde mit dir umgegangen, als sie von der Tat erfahren haben? Sehr unterschiedlich. Einige von
den sogenannten Freunden. In der Kriminalität gibt es keine Freunde, das sind Geschäftspartner, Punkt 1. Und die Freunde, mit denen ich teilweise groß geworden bin, mit denen ich auch Gewalt ausgeübt habe, haben dann die meisten gesagt, sie möchten mit mir nichts mehr zu tun haben. Familie, ja, mit einem Teil habe ich noch Kontakt, mit vielen aber nicht. Und ich glaube, eigentlich habe ich mit der Familie keinen Kontakt mehr. Also mein Vater hat mich noch häufiger besucht, aber der ist dann auch relativ schnell verstorben, so wie auch Großeltern etc. Und auch das nehme ich mir, ja, sage ich, da ich auch daran schuld bin, weil ich glaube, die einen oder anderen sind auch vor Enttäuschung gestorben. Aber waren Sie beim Gerichtsprozess? Ja. Henry interessiert, wie sind die Angehörigen des Opfers damit umgegangen? Während der Verhandlung haben sie mich natürlich beschimpft und danach habe ich keinen Kontakt mehr. Auch nicht mit dem, der überlebt hat. Ich habe mal drüber nachgedacht, mit denen in Kontakt zu treten. Davon hat mir der Weiße Ring dann teilweise abgeraten und heutzutage bin ich als Täter übernimmt man Entscheidungen für andere, für die Opfer. Und wenn ich jetzt als Täter wieder eine Entscheidung treffe, ich möchte jetzt mich mit dem Opfer auseinandersetzen, begehe ich im Grunde genommen genau das Gleiche. Und ich habe auch natürlich Angst davor. Hast du dich bei den Hinterbliebenen entschuldigt? Nein. Zuerst habe ich auch die Schuld nicht bei mir gesucht, sondern Schuld haben natürlich die anderen. Alle, nur nicht ich. Und bis ich so weit selber war, dass ich die Schuld bei mir gesucht habe, ja, war es auch ein langwieriger Prozess. Ich weiß gar nicht, ob die Eltern teilweise noch leben, weil es ist, wie gesagt, sie waren auch damals schon älter. Lukas Z. fragt, fandest du deine Strafe angemessen? Also ich habe für einen Mord und versuchten Mord 19 Jahre im Gefängnis gesessen. Ich habe eine lebenslange Freiheitsstrafe bekommen und wurde bedingt begnadigt nach 19 Jahren. Also ich habe auch noch 5 Jahre auf Bewährung, die ist dieses Jahr um. Und gerechtfertigt, was ist gerechtfertigt? Ich finde es immer sehr schwierig. Es wird auch immer gerne von Wiedergutmachung gesprochen. Ich finde diesen Ausdruck äußerst perfide, weil was getan ist, kann man nicht wiedergutmachen. Man kann versuchen, auch das Wort entschuldigen ist immer äußerst schwierig. Das, was ich getan habe, kann ich nicht wiedergutmachen. Deswegen die Arbeit, die ich heute mache, versuche ich, dass andere diesen Weg gar nicht erst gehen. Aber fandest du es zu kurz oder zu lang? Ich kann das nicht bewerten. Es war eine lange Zeit. Es war zu dem damaligen Zeitpunkt die Hälfte meines Lebens, die ich im Gefängnis verbracht habe. Um gerade euch das mal vielleicht noch ein bisschen genauer zu erklären, als ich ins Gefängnis gab es kein Internet. Wie Ex-Desertfish möchte wissen, wie denkst du über die Todesstrafe? Wegsperren und bestrafen, klar, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber Aug um Aug, Zahn um Zahn, weiß ich nicht. Finde ich nicht gut. Frankie Ocean möchte wissen, was war das Schlimmste im Gefängnis? Das Schlimmste im Gefängnis war das Fremdbestimmtsein. Es wird immer davon gesprochen, dass Gewalt im Gefängnis ist, das sind Abwechslungen. Schlimm ist, dass eine andere Person entscheidet, wann du aufstehst, wann du isst, was du isst, wann du zur Arbeit gehst, welche Arbeit du ausüben musst, wann du Besuch hast, wann du Sport machen darfst. Dein Leben wird komplett von morgens bis abends und auch nachts von anderen Personen bestimmt. Du hast keine Privatsphäre mehr. Birgit Bonsai fragt, gab es sexuelle Übergriffe? Auch das ist ein Klischee, was mit Seife fallen. Nein, es gab mal sexuelle Nötigungen, werde es mal so formulieren, aber Vergewaltigungen habe ich in den 19 Jahren, also ich selber schon gar nicht, aber auch nicht großartig mitbekommen, kann ich nicht sagen. Nilly9171 fragt, hast du in den 19 Jahren Gefängnis darüber nachgedacht, dich umzubringen? Nein, ich habe nie über Selbstmord nachgedacht, weil das aber auch nicht meiner Mentalität entspricht. Aber es ist Fakt, dass jedes Jahr mindestens ein Selbstmord stattgefunden hat. Also es gibt viele Gefangene, die mit der Situation nicht klarkommen und sich das Leben nehmen. Und das ist ca. 5-mal so viel wie draußen in der normalen Gesellschaft. Mabel Eve möchte wissen, wie war es für dich, als du nach so vielen Jahren das erste Mal das Gefängnis verlassen hast? Es war ein absoluter Schock für mich, Kulturschock. Ich habe nur Personen gesehen, die aufs Handy geguckt haben. Und ich finde, die Gesellschaft ist sehr
egoistisch geworden und ellbogenorientiert. Rücksichtnahme, Toleranz habe ich teilweise, und das hört sich sehr komisch an, mehr im Gefängnis kennengelernt als hier draußen. Was hast du als erstes gemacht, als du aus dem Gefängnis gekommen bist? Gegessen. Brillenbär möchte wissen, wie ging es nach dem Gefängnis weiter? Bist du resozialisiert? Ich arbeite heute bei einem gemeinnützigen Verein und gehe an Schulen und mache Präventionsunterricht Folgen kriminellen Handelns. Und ich fahre fast eigentlich quer durch Deutschland mittlerweile an Schulen und erzähle die Wahrheit. Wie meine Biografie, wie ist es dazu gekommen, dass ich gewalttätig worden oder auch gemordet habe. Und anhand von Rollenspiele, ich erzähle, wie es im Gefängnis war, was gibt es für Strafen, alles Mögliche, alles was mit Kriminalität zu tun hat. Und das ist mittlerweile mein Job. Kevin XX interessiert, denkst du oft an dein Mordopfer? Relativ, ja. Allein dadurch, dass ich, wenn ich an Schulen bin, das natürlich auch jedes Mal thematisiere. Also ich halte da nicht, oder auch im Bekannten- oder Freundeskreis immer wieder thematisiert wird. Miko fragt, bereust du deine Tat? Ja. Und würde ich die Zeit zurückdrehen, würde ich sie gerne noch weiter zurückdrehen. Official Herrlich möchte wissen, würdest du dich selbst als schlechten Menschen bezeichnen? Auch da muss ich antworten ja und nein. Damals definitiv. Heute nein. Aber ich kann die Vergangenheit natürlich nicht ausblenden.